Hallo, hier ist der Fez von Fez Hobby-Ecke. Kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Wenn man schon lange mit einem Hobby verbunden ist, schwelgt man gerne in Erinnerungen. Vielleicht ist das auch so ein Ding, das mit dem Alter mehr wird, wer weiß. Manches blieb einem definitiv besser in Erinnerung, als es die Realität dann zeigt. So wie bei meinen alten Miniaturen. Puh, ich hatte damals echt so viele Stunden investiert. Ich habe diese dann nach langer Zeit wiedergefunden auf dem Dachboden. Tja, und der erste Blick war eher ein Schock. Aber hey, meine Bemalung hat sich in den Jahrzehnten ganz gut weiterentwickelt. Was jedoch auch heute noch genauso Spaß macht wie früher, das Zocken von Warhammer 40k Chaos Gate. In einem meiner letzten Videos habe ich die erste Mission gespielt. Und weil ich wirklich weiterzocken wollte, geht's in diesem Video direkt weiter mit Mission Nummer 2. Ah, was für ein wundervoller Sonntag. Die Sonne scheint, das Wetter ist einigermaßen okay, nicht zu warm, nicht zu kalt. Perfekter Hobbysonntag. Heute schon Miniaturen gebaut, Minis gemalt. Und jetzt gönne ich mir noch eine fette Runde Warhammer 40k Chaos Gate. Schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Und jetzt will ich doch heute mal wissen, was uns da so in der zweiten Mission erwartet. Und ihr könnt sogar dabei sein. Also, los geht's. Und das geniale Intro haben wir schon geguckt. Überspringen wir jetzt hier einfach mal. Und dann laden wir unser Spiel hier, Kampagne. Set course for Chimera 3. Launch forces upon arrival. Rodbearer, Space Marines, Chaos Space Marines sind unterwegs. Gehen wir direkt ins Mission Briefing. Accept your orders. Traitor Marines have seized the mining colony on Chimera 3. Recapture it with all haste and destroy all Chaos forces present. Be wary. The word bearers appeared without warning. We know not how, nor have we a sense of the force's strength. And be alert for relics that can be of use to our forces. Deal with the enemy. Destroy them. Make triumph ours. Service to the Imperium. Okay, also Mining-Kolonie zurückerobern, Chaos Forces killen. Und es ist so unglaublich. Die Hintergrundmusik ist schon wieder so schweinelaut. Es ist einfach ein Krampf. Ah, Devastator Squad. Empfohlen. Wo war denn hier die Einstellung? Da. Ja, und hier ist eigentlich ganz runtergedreht, aber Musik, sorry. Es geht mir so auf den Keks mit dieser Hintergrundmusik. Die ist cool, ja, das ist toll. Aber mir platzt das Trommelfell. Einfach zu laut, der Mist. Also, Devastator Squad soll man mitnehmen. Das ist hier. Die brauche gut ballistische Fähigkeit. Oh, der ist schwach, 58. Guck mal, der ist so super. Dann tauschen wir die beide doch gerade mal aus. Hat es geklappt? Nee, falsch ausgetauscht. 70, ja. Stimmt, das war der Fünfermann, der 5. taktische Squad, den wir dabei hatten. Ja, gut. Oh, sogar. Ah, gucke mal, ich kann 2 mitnehmen. Okay, Devastator auf jeden Fall. Sturmtrupp ist noch gesperrt und Terminator-Trupp ist noch gesperrt. Ah, hier unten hat's noch. Ah, ja, stimmt. Da gab's dann die Librarians, dann die Skriptoren, Tech Marine, Apothekarius, Ordenspriester und der Captain. Nice. Okay. Dann nehmen wir noch ein taktisches Squad mit. Ja, die hatten wir das letzte Mal dabei.
Nee, komm, dann nehme ich diesmal wirklich den zweiten Squad mit. Es ist jetzt erst die zweite Mission. Weil die sind zwar jetzt alle hier relativ schwach gewesen, glaube ich. Okay, der hat zumindest hier Abzeichen, das wundert mich. Okay. So hat denn der Abzeichen, habe ich jetzt was Falsches verschoben. Das war doch der hier. Hä? Die Lotus war doch hier oben. Das ist jetzt hier komplett durcheinander, oder wie? Die andere hat doch auch alles schon ab. Was ist denn jetzt hier durcheinander? Citus. Okay, ich bin maximal verwirrt. Der hat ja schon Erfahrungspunkte. Hä? Okay, also. Das machen wir nicht. 0, 0. Der hat 435. Tauschen wir mit dem. 0. Und das. Die fangen alle komplett mit 0 Erfahrung an. Und es ist komplett durcheinander. Und so. Ich möchte die hier einfach mit 0 Erfahrung starten. Ja, und die auch. Weil es ist ja erst die zweite Mission. Die wird noch nicht so schwer sein. Und dann könntet ihr trotzdem schon mal Erfahrungspunkte sammeln in den noch leichteren Missionen. Habe ich mir jetzt einfach so gedacht. So, du bist gut, du hast 70. Schau mal, hier schwere Bolter. Raketewerfer mit verschiedenen Raketen. Okay, mehr habe ich noch gar nicht. Ich würde auf jeden Fall sagen, ein Raketenwerfer. Crack Missiles, das sind die Sprengraketen. Hier, so. Ja, ich meine, schwere Bolter kann jetzt auch nicht verkehrt sein. Schadet jetzt erstmal nichts, würde ich sagen. Dann kriegst du hier noch Munition. Du. Bam. Ist der Trupp ausgestattet. Und dann. Da kann man natürlich auch noch irgendwas Tolles mitnehmen. Flammewerfer. Ich habe eine Plasmaker. Schwerer Bolter, noch ein Raketenwerfer. Ich habe nur einen Flammenwerfer und ich habe eine Plasma. Ja, komm, ich habe Bock auf eine Plasmagun. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich das noch so richtig in Erinnerung habe, dass die Dinger einfach mal so explodieren. Oder explodieren können. Und damit den Träger halt auch gefährden. Aber ja. So, ausgerüstet und dann geht's direkt los. Oh, diesmal sogar mit Loading Screen. Das war letztes Mal nicht. Ah, ist ja krass. Sind wir mit einem Thunderhawk Gunship hier gelandet. Ah, da sitzen sogar welche drin. Nice. Ja, das war ein echt ärgerlicher Moment, als ich das Video final schneiden wollte und dann gemerkt habe, dass halt mal so gut 50 Minuten an Inhalt einfach nur kaputt waren. Nur noch schwarzen Bildschirm hatte ich. Schwarzen Bildschirm sehe ich. Ah, ja, die Audiospur war in Ordnung. Leider habe ich da auch echt super viel aus meiner Sicht gute Punkte gehabt. Übers Hobby philosophiert, über Codex-Bücher philosophiert. Ja, waren echt ein paar gute Sachen dabei. Naja, für die zweite Mission habe ich auf jeden Fall noch ein Backup zum Glück, weil ich dann zwischenzeitlich während der zweiten Mission auch gespeichert habe. Naja, kurz vor Ende gespeichert. Da war die Mission eigentlich so gut wie fertig schon. Aber dann können wir da zumindest noch mal reinspringen. Ich kann euch noch mal so grob die Map zeigen, was wie wo passiert ist. Vielleicht gibt's ja auch noch Teile der Audiospur, die ich hier reinschneiden kann und werde, damit nicht alles verloren ist. Naja, so ist es. Kopf darf man nicht in den Sand stecken. Weiter geht's. Zum zweiten Mal, Mission 2.
Ich hoffe bloß, dass es nach diesem Loading-Screen ist diesmal auch wieder funktioniert. Ich zeige euch erstmal die Map. Mal hier ganz rausgehen. Das ist diese Mining-Kolonie. Wir haben hier gestartet mit dem Thunderhawk Gunship. Das fand ich sehr, sehr cool. Da steht's. Ja, da vorne sitzen 2 drin, die das Schiff steuern. Hier im Außenbereich. Es ist natürlich auch super, wenn man so durch die Atmosphäre fliegt oder so. Die müssen halt einfach draußen sitzen. Die haben wenigstens so eine Glasscheibe vorne dran. Ja, da haben die Space Marines drin gestartet. Die standen dann teilweise hier so auf der Rampe, teilweise standen sie hier innen drin. Und dann ist mir da aufgefallen, dass da ja noch so eine Kiste steht. Und in dieser Kiste war ein weiterer Raketenwerfer drin. Das heißt, wir konnten in dieser Mission dann sogar mit einem weiteren Raketenwerfer starten, den wir gemäß Grundkonfiguration, ein Tactical Squad, ein Devastator Squad eigentlich nicht gehabt hätten. Also eine schwere Waffe on top. Sehr cool. Dann haben wir uns hier hinter den Hügeln so ein bisschen positioniert. Hinter diesem Stacheldraht, hinter den Panzersperren. Dann kamen von hier rechts oben ein paar Chaos-Kultisten angerannt. Hier auf dieser Erhöhung dieser Plattform standen 2 Chaos Space Marines, die haben wir weggeschossen. Dabei ist uns dann auch noch aufgefallen, das sieht man hier, diese riesigen Krater, die da so sind. Da standen auch solche Ölfässer oder Prometiumfässer. Die können übrigens explodieren, diese Fässer, was man dann hier so gemerkt hat. Hoppala. Okay, da sind die Fässer auf jeden Fall explodiert. Also merke, Fässer, keine gute Deckung. Kann ich nochmal ganz rauszoomen. Hier so diese Raffinerie, denke ich mal. Dann ist hier noch so ein kleines Lager. Da war auch noch ein Chaos Space Marine drin gestanden, der hier Wache gehalten hat, der natürlich hier eine super Schussbahn hatte, hier rüber zu. Und hier noch so ein, wie auch nochmal wie so eine Förderanlage, da fällt irgendwas runter dann. Also, ist halt krass, weil mit relativ einfachen Mitteln, das sind ja alles so Cubes und so. Man kann das schon man kann da mit der Vorstellungskraft schon erkennen, was es sein soll. Dann hier ist dieser Mineneingang. Und hier standen eben auch 2 Chaos Space Marines. Wir sind eben übrigens schon in der Mine drin, da kommen wir gleich dazu, weil es ist noch etwas ganz Schlimmes passiert. Und zwar, wenn man hier mal das wegmacht, da, seht ihr, liegt ein toter Space Marine. Ja, und da ich das Video am Sonntag, den 13.07.2025 aufgenommen habe, das ursprüngliche Video, ja, da ist auch gerade Saturn 9, neue Horus Heresy Edition, vorbestellbar gewesen, kam gerade raus. Und dann stirbt mir hier ein Space Marine und der Name des Guten war Saturn 9. Das ist im Nachhinein vielleicht so ein Omen gewesen, ich weiß es nicht. War dann auch kurz am Überlegen, so, oh, 2. Mission, schon Space Marine gestorben, starten wir die Mission einfach nochmal komplett neu. Nein. Passiert. Das war doof. Ich habe gedacht, es gibt ihm hier mehr Schutz. Das hat ihm auch mehr Schutz gegeben vor den Chaos Space Marines, die hier standen. Aber hier zu diesen beiden, das war natürlich perfekte Schusslinie. Die haben halt beide 2 Bolter-Magazine reingeballert und haben den halt komplett umgenietet. Der ist halt alleine gewesen. Der Rest war noch hier so auf den Hügeln und hier weiter hinten. Ich wollte halt mal weit davor, das war halt einfach doof. Und dann ist der halt erschossen worden. Naja, aber jetzt sind wir alle hier drin. In der Mine ist es dann natürlich sehr eng. Wir haben noch einen Plasmawerfer dabei. Das ist der hier. Das ist unser Plasma-Waffenträger. Dann haben wir schweren Bolter und 2 Raketenwerfer. Wie gesagt, ein Raketenwerfer haben wir extra, weil der in dem Thunderhawk Gunship in der Kiste drin war. Und es ist natürlich jetzt hier alles sehr eng. Hier haben wir noch Chaos Space Marines. Hier sind noch Chaos-Kultisten. Und da habe ich das Safe Game erstellt. Glücklicherweise, Audio spiele ich hier mal kurz ein. Bin jetzt auch ängstlich und speichere lieber nochmal. Better safe than sorry.
Ja, und auch vollkommen zu Recht. Und ich bin froh, dass ich das Safe Game gemacht habe. Ich musste einfach dran denken, in Zukunft werde ich einfach zwischendrin während der Mission immer wieder mal zwischenspeichern, kontrollieren, klappt's mit der Aufnahme, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Ich werde die jetzt einfach hier mal auf Overwatch packen. Ja, ist schon wieder jetzt hier ein paar Wochen vergangen, habe schon wieder die ganzen Shortcuts vergessen. Echt übel, ey, mit diesem Gehirn. Ja, hier Overwatch, alle ballern sie drauf. Der steht immer noch. Ja, der braucht einen Apothecary. Chaos Space Marine schießt einmal, kleiner verwundet. Okay, ein Overwatch Chaos Cultist weg. Bam. Ja, das hat mich echt geärgert. Ja, so Sachen passieren, dass auch mal eine Aufzeichnung nicht klappt, aber das ist halt echt doof, weil audiomäßig war alles noch da, hat alles noch funktioniert, aber die komplette Bildschirmaufnahme war halt einfach nur noch schwarz. Und ja, es ist halt auch ein altes Spiel und so, da kann auch irgendwie was sein. Vielleicht nach dem Ladescreen, da war das Problem dann. Das Gute ist auf jeden Fall, dass ich bei der damaligen Aufnahme, bei der damaligen Audiospur sogar selbst gegen Ende eine eigene Zusammenfassung gegeben habe über die ganzen Themen, über die ich so philosophiert habe während des Videos, während des Spielens. Und die Zusammenfassung, die spiele ich euch jetzt hier einfach mal ein. Wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Games Workshop macht genug Geld mit den Minis. Ich habe den Punkt gehabt, das war sehr gut, dass ich nicht glaube, dass denen unglaublich viel Geld verlieren, ja genau, Deutsch, dass die unglaublich viel Geld verlieren würden, wenn sie einfach die Regeln oder die Datenprofile der Modelle, die man gekauft hat, kostenlos zur Verfügung stellen würden. Die würden trotzdem Codex-Bücher verkaufen. Und dann war mein Vorschlag ja auch, macht einfach die Kodizes einfach nur zu Fluff-Büchern, zu Fan-Büchern. Ich hab Bock auf die Armee, ich finde die Armee cool, pack da Storys rein, Fanservice für diese Armee. Die Bücher würden sich trotzdem verkaufen. Bin ich zu 100% sicher. Und was ich halt auch irgendwie ein bisschen enttäuschend finde, ist auch dieses Inkonsequente. Bei Age of Sigmar, da lassen wir die Regeln alle hier in der Download-Section drin, aber nee, Warhammer 40k, da packen wir es jetzt hinter eine Paywall wieder. Leute sollen nicht einfach das Buch kaufen. Ich weiß nicht. Damit kann ich mich einfach nicht anfreunden. Heißt es jetzt, dass ich keine Games Workshop-Modelle mehr kaufen werde? Nein, definitiv nicht. Ich werde auch mit meinen Kindern noch genug Warhammer spielen, aber vielleicht in Zukunft dann diese Data Sheet Cards. Ja, obwohl, die finde ich auch cool. Die werde ich vermutlich auch weiter kaufen. Was ich einfach sau praktisch finde. Aber ich kaufe die halt und dann sind sie veraltet. In dem Moment, wo man es in der Hand hält, sind sie veraltet, weil ja neue FAQs rauskommen, Errata. Sie haben gemerkt, dass sie irgendwie was falsch geschrieben haben und gar nicht gemeint haben, Durchschlag -3 oder Durchschlag -1 oder I don't know. Aber dann ist es so. Wir spielen mit denen, werden die auf den Karten draufstehen und gut ist. Und wenn die halt veraltet sind, dann sind sie veraltet. Ja, ich hoffe, meine Ausführungen waren trotzdem irgendwie verständlich. Und ich verstehe es ja auch. Ja. Games Workshop produziert keine Miniaturen, keine Bücher und das ganze Zeug, um irgendeinen Fan happy zu machen. Die machen das Zeug, um Geld zu verdienen. Ganz einfach. Aber, man kann sich als Unternehmen dann trotzdem entscheiden, möchte man ein sympathisches Unternehmen sein oder möchte ich einfach auf alle scheißen, sorry für die Ausdrucksweise, und einfach meinen Aktienkurs noch ein bisschen höher ballern. Was ist mir wichtiger? Muss jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden. Und wie ich gesagt habe, ich kann es mir nicht vorstellen, dass die finanzielle Einbußen hätten, wenn sie die Regeln einfach weiterhin für Warhammer 40k kostenlos zur Verfügung stellen würden. Die Datenprofile meine ich. Die Regeln kann man ja runterladen. Es wäre doch für die keinerlei finanzieller Verlust. Lass es 0, irgendwas Prozent sein. Aber nobody is perfect. Und wir haben die zweite Mission zum 2. Mal geschafft. Yay! Ich hoffe so, dass die Aufzeichnung geklappt hat. Brother Arminius, der Sergeant des Devastator Squad, ja, imperiales Ehrenlaub bekommen. Und Marksman Anna, sehr gut.
Oh, promoted to Space Marine Veteran. Stand bei dem hier nicht. Ah ja, genau. Und da sieht man eben aus dem Devastator Squad Protoss, Saturninus. Das hat halt in dem Video damals so perfekt gepasst irgendwie. Gerade 24 Stunden vorher, Saturn-9-Set vorbestellbar. Und man hat ja auch vorher und danach viele kritische Stimmen zur neuen Warhammer 30k Edition gehört und gelesen. Manche bemängeln das neue Regelwerk, andere hätten sich eine Vereinfachung gewünscht, statt eines kompletten Systemwechsels. Teilweise gibt's Frust darüber, dass bestimmte Miniaturen nicht mehr wie früher einsetzbar sind. Ich selbst kann das leider nur sehr schwer beziehungsweise eigentlich gar nicht beurteilen, da ich selbst ja nicht aktiv in Warhammer 30k unterwegs bin. Ja, und im Allgemeinen liegt mein Fokus halt eher auf dem kreativen Teil des Hobbys, Bauen und Malen. Ich spiele ganz selten und wenn es in unsere Spiele, dann eben Family and Friends Spiele. Deshalb lese ich auch nur sehr selten überhaupt Regeländerungen oder die ganzen FAQs. Aber ich kann es halt auch absolut nachvollziehen. Man stellt sich über Jahre liebevoll eine Armee zusammen, spielt Turniere, kennt die Regeln in- und auswendig, verfeinert jede kleinste Taktik der Armee und dann kommen so krasse Änderungen. Das trifft einen natürlich. Also das ist dann schon wie ein Schlag ins Gesicht, ne? Wenn dann einfach mal so eine neue Edition da ist, die dann auch noch so schlecht ist. Aber viel kann ich dazu leider auch nicht sagen. Ich fand es nur einfach krass. Mir ist es so einprägsam in Erinnerung geblieben. Saturn-9 landet in den Vorbestellungen. Absolute katastrophale Edition. Und in meiner Mission stirbt Protoss Saturn-9. Das hat irgendwie gepasst und blieb in Erinnerung. Brother Captain, we're receiving a transmission. Kruger, I sense your smugness, the self-righteousness of your kind. You have the Concordant, but you have nothing. Lacking this, you hold only a pretty thing. Powerless as are you, Brother Captain Kruger, in the face of my strength and that of my forces. Simran, Chaos Traitor, you shall fall before us and feel my heel as you are ground to dust. Pathetic fool! The dust shall be yours, and I shall scatter it throughout space! We have traced the transmission, Brother Captain. It emanates from the fourth world of the system. Make way there without pause. Summon a librarian to lead our troops. Zimran has faced us for the final time. So, ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in die zweite Mission trotzdem gefallen. Ihr habt ein bisschen was sehen können von der zweiten Mission. Ich hoffe, dass bei der dritten Mission das nächste Mal keine technischen Probleme auftreten und ich euch die komplette Mission zeigen kann. Aber vielleicht war das so ja auch ganz gut. Dann habt ihr zumindest nicht das gesamte Geprappel von mir ertragen müssen. Habt sie ja in kompakterer Form gehabt. Und ja, schauen wir mal. Ich habe auf jeden Fall Bock weiter zu spielen. Ich habe Bock auf die Kampagne. Aber auf dem Channel geht es natürlich nicht nur um dieses eine Videospiel. Deswegen ja, schiebe ich immer mal wieder eine Mission zwischen rein, wenn es halt gerade so passt. Wenn ihr mehr Warhammer Computerspiele, Videospiele sehen wollt auf dem Channel, schreibt es genauso in die Kommentare rein. Wenn euch das gar nicht interessiert, lasst es mich auch wissen. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Vielleicht ist ja auch so eine Art Kurzüberblick über die Mission euch viel lieber, als jetzt die komplette Mission euch anschauen zu müssen. Schreibt's rein, lasst mich wissen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Das ist ein riesiger Motivationsboost für mich und hilft auch unglaublich stark. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal.